Freunde, Hala Madrid, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, jetzt geht's gegen den FC Bayern. Heute geht's nur um den FC Bayern und Real Madrid, also um das Spiel. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte jetzt. Das würde mich wirklich riesig freuen, damit wir immer größer und größer werden. Es läuft wirklich sehr, sehr nice. Und schreibt auch gerne immer weiter schön Kommentare. Ja, ihr seht schon, die Mannschaft, die mitreist und so weiter, könnt ihr schon sehen. Ja, also Tchouaméni ist natürlich nicht dabei, weil er eine gelbe Karte hat. Das heißt, er ist leider gesperrt, einer der Besten der letzten, sage ich mal, Monate. Und ich kann nur sagen, wie ich das in den letzten Tagen schon erwähnt hatte oder auch im Livestream. Morgen wird übrigens wahrscheinlich so 90% kein Livestream kommen, weil ich, wie gesagt, bei meinem Kumpel eingeladen bin, Bayern-Fan, und da werde ich das schauen. Und werden wir beim nächsten Spiel wieder einen Livestream machen. Ja, auf jeden Fall, ihr seht eigentlich alles beim Alten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Tchouaméni leider gesperrt. Ich bin ja schon froh, dass Vinny und Mbappé nicht gesperrt worden sind im Hinspiel. Das freut mich natürlich sehr. Und dementsprechend schauen wir mal, ja, wie der Trainer aufstellt. Das Ding ist, der Trainer stellt ja immer, wie soll ich sagen, so auf, wie er will, unser Trainer. Und ja, das Ding ist, ich bin ja kein großer Freund von ihm, ihr wisst das. Und also jedenfalls als Trainer nicht. Clublegende hin oder her, lassen wir mal das stehen. Aber als Trainer, ja, es war ein Übergang, aber mir gefällt es einfach nicht, dass der Arda Güler noch nicht mal einmal oder vielleicht einmal auf die 10 gestellt hat. Ich bin der Meinung, dass unser Trainer Arda Güler morgen erstmal von Anfang an spielen lassen muss. Das ist nun mal Fakt. Ich bin gespannt, aber wenn nicht, wäre das, naja, lassen wir so stehen. Und er muss ihn auch durchspielen. Er muss ihn durchspielen lassen, weil wegen Verlängerung und so weiter und so fort. Ich bin einfach der Meinung, dass Güler dort spielen muss, durchspielen muss, weil Verlängerung oder nicht Verlängerung, er kann einfach immer diesen Todespass machen, und wenn er nicht spielt, I don't know. Ich weiß ja nicht, wie es geht. Viele haben haben geschrieben bei euch, dass Mbappé, wenn er nicht mitspielen würde, würde Real gewinnen. Ja, das lassen wir mal. Also, wenn man sich überlegt, wie viele Tore er gemacht hat, also das ist schon ziemlich, ich weiß nicht, ich kann da nicht so ganz mitgehen, wenn man überlegt, wie viele Tore der uns geschossen hat, und dann zu sagen, weil er vielleicht ein, 2, 3 Spiele, egal ob er ein Ego ist oder whatever, dass man dann sagt, er müsste auf der Bank sitzen oder wir gewinnen nur, wenn er nicht mitspielt. Also, ihr müsst euch mal überlegen, hätte Mbappé, das ist übrigens ein aktuelles Bild, er ist ja mit, klar, und er wird auch spielen, gehe ich ganz stark von aus. Aber, ähm, überlegt euch mal, er hätte nicht die ganzen Tore gemacht. Wo würden wir dann stehen? In der Champions League und in der Liga. Ich meine, am Ende des Tages gewinnen wir nichts, wollte ich schon fast sagen, ist es egal, wo wir stehen. Alle in der Liga ja nicht. Wir wollen ja in der Champions League nächstes Jahr auch spielen, ne? Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir den zweiten Platz nicht verlieren, aber man weiß ja nie. Vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht rausfliegt, dann wissen wir, dass wir gar nichts haben. Dann kann man nur hoffen, dass sie die Saison gut zu Ende spielen. Ich weiß nicht, was das sonst werden soll, und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Militao, hoffe ich, spielt von Anfang an. Er ist einfach einer der Besten da hinten. Ich bin auch froh, dass er wieder fit ist. Man muss natürlich sehen, wie fit er ist und so weiter und so fort. Da kann man nicht viel sagen. Auf jeden Fall fitter als unser Wetter hier. Apropos, ne? Das kommt auch noch da hinzu. Wir spielen in München. Das Wetter in Deutschland ist aktuell, auch wenn im Süden, ich bin in Hamburg hier, aber im Süden ist es morgen auch nicht so toll, 16 Grad, und abends ist es kühler. In Madrid ist es schon viel wärmer. Klar, da sollten die Profis mit klarkommen, aber ja, das ist nur am Rande. Die kennen die schöne Sonne inzwischen dort, während in Deutschland das immer noch nicht wirklich, ja, frühlingshaft ist. Ja, Camavinga hoffe ich auch übrigens, dass Camavinga richtig Power gibt. Er hat in Hinspiel, für mich war er mit der Beste, und von Valverde und so müssen, ja, also ich hoffe, dass Valverde den Hammer rausholt, ne? Das hört sich hart an, aber das ist so. Und ja, Fakt ist, wir müssen von Anfang an
zeigen, sage ich mal, wer der Herr im Haus ist. Das ist in München schwer, aber das müssen wir einfach machen, weil sonst haben wir ein Problem. Weil kriegen wir ein Tor, okay, dann müssen wir ja, das ist auch so viel. Aber in München, dass die gar kein Tor schießen, ist fast unmöglich. Aber wenn sie dann eins hinterher ranmachen, dann werden sie uns überrollen, sorry. Das ist einfach so, wenn sie sofort eins hinterher, dann ist Endstation. Vor allen Dingen in München mit den Fans und so weiter und so fort. Also das darf nicht passieren und wir müssen einfach diesmal vielleicht auf Ballbesitz spielen und vor allen Dingen, wir dürfen nie uns hinten reinstellen und nie so wie, ich weiß nicht, wir hatten ja weniger Ballbesitz in Madrid als München. Das kann einfach nicht sein. Das darf nicht sein und das sollte auch nicht so sein. Und, wir müssen Zweikämpfe, wir müssen richtig ran, durchgehen, Feuer und uns die Lunge rauskotzen oder was auch immer, wie man das sagt, weil alles andere wird nicht anders gehen, wenn wir weiterkommen wollen. Und vor allen Dingen, ich hoffe, diese oder unsere Spieler begreifen das, dass das unser letztes sagen wir, unsere letzte Chance auf 'n Titel ist, ne? Wir müssen gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Und das Halbfinale wird auch schon nicht einfach werden, weil da wird meines Erachtens Paris warten. Und Paris ist für mich ein Titelkandidat, sogar noch vor Bayern. Das hatte ich ja schon im Video erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass Paris wieder da ist. Ich mache Paris nicht, ne? Ihr wisst das ja. Dass Paris genau dort ist, wo sie am Ende der letzten Saison waren. Einfach stark. Und deswegen, wir sind einfach nicht bereit. Normalerweise würde ich immer sagen, wir, klar, Real Madrid, es geht nichts, vor allen Dingen in der Champions League, über Real Madrid. Aber es ist schwer. Es wird ganz schwer und ja, keine Ahnung. Ich bin noch gespannt, ob Dani Carvajal oder Arnold spielt. Ich denke mal, Dani Carvajal wird auf der Bank Platz nehmen. Das gehe ich stark von aus. Weil man hat schon gesehen im Ligaspiel, wenn er dann mal ran darf, dass ihm schon die Kraft und die Geschwindigkeit dann irgendwann fehlt. Das ist aber auch ganz klar. Aber ja, ich würde trotzdem mit ihm, wenn es danach geht, gern verlängern, ein Jahr. Und er ist einfach die letzte Legende. Ich finde aber auch cool, dass Toni Kroos, da kommen wir gleich noch mal ganz kurz zu, wahrscheinlich zurückkommen wird. Aber wie gesagt, zum Spiel, wir müssen Feuer geben. Wir dürfen keine Fehler machen, weil dann ist in München Endstation. Ich kann nur beten, ich bin guter Dinge, wirklich, weil das ist die letzte Chance. Die Liga ist durch. Die Liga ist durch, die Liga ist weg. Und daher ähm, ja, braucht man sich nicht mehr viel darüber zu scheren, weil Meister wird auf jeden Fall leider Barcelona und wir spielen auch noch am letzten Tag gegen Barcelona. Ja, nochmal ganz kurz, Toni Kroos kommt eventuell nicht als Sportdirektor, weiß ich nicht, aber nach Madrid zurück, irgendwo im Sportbereich. Das wäre natürlich nice, wenn der Toni wieder zurückkommt und ja, das muss man eigentlich erstmal noch gar nicht jetzt groß erwähnen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Es ist schön, wenn Toni Kroos zurückkommt und bei Madrid natürlich spielt. Da kann man sehen, was für einen Stellenwert der Deutsche hatte. Fakt ist aber, dass jetzt erstmal München vor der Brust steht und das ein ganz anderes Thema ist. Und ja, wir werden schauen und dann sehen wir uns oder hören wir uns wahrscheinlich Donnerstag wieder, morgen nicht am Spieltag. Und weil das Wichtige habe ich jetzt gesagt, sei denn, es passiert jetzt was über Nacht noch oder irgendwas Großes, dann werde ich da noch morgen oder ja, mal gucken, berichten. Und live, wie gesagt, also wenn das irgendwas dazwischen kommt, werde ich live gehen. Wenn nicht, werde ich beim nächsten Spiel natürlich wieder live sein. Der letzte Stream war wirklich sehr, sehr nice. Und ja, dann würde ich sagen, Hala Madrid. Und ja, verlinkt dieses Video und folgt mir bitte. Das würde mich freuen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder. Und dann drückt die Daumen für unsere Mannschaft und Hala Madrid, Freunde.